Ja, hallo, mein Name ist Caroline Voss. Ich bin die OP-Schwester hier in der Praxisklinik am Rosengarten. Ich arbeite schon seit 6 Jahren jetzt hier mit dem Dr. Spanholz zusammen. Ich bin zur Praxisklinik am Rosengarten gekommen, weil ich den Dr. Spanholz schon viele Jahre kenne. Ich habe mit ihm zusammen schon in einer anderen Klinik gearbeitet, kenne ihn jetzt mittlerweile seit 13 Jahren. Ja, man schrieb das Jahr, ich glaube es war 2006 oder so oder 2007. Da kam ich zurück aus der Schweiz und habe in Köln-Meerheim, das ist hier in der Nähe, eine große Klinik für plastische Chirurgie, angefangen zu arbeiten. Und da habe ich die Caro kennengelernt. Die Caro war nämlich dort im OP-Schwester. Also Auszubildende war sie nicht mehr, sie war schon fertig, das weiß ich. Sie war natürlich, genau wie ich auch, noch ein paar Jährchen jünger. Ja, in 13 Jahren, die wir uns kennen, kommen natürlich einige Geschichten zusammen. Unter anderem eine Geschichte, die schon sehr lange her ist, aus einem Bereitschaftsdienst, den wir zusammen hatten. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Nacht, die wir zusammen verbracht haben, im OP natürlich. Da hatte sich ein junger Mann eine sehr, sehr schlimme Verletzung an der Hand zugezogen. Und das ist natürlich eine Sache, die dauert Stunden. Also wir haben, glaube ich, um 18 Uhr angefangen und waren am nächsten Morgen zur Frühbesprechung immer noch im OP, also 12, 14 Stunden, keine Ahnung. Und dann sitzt man da zu dritt, also unser Oberarzt und ich damals als Assistenzarzt und die Caro als OP-Schwester. Und man hat ja schon einen Tag Arbeit hinter sich und muss dann die ganze Nacht noch dranhängen. Also da bleibt wirklich viel Zeit, sich sehr, sehr gut kennenzulernen. Ja, vor allen Dingen mag ich natürlich seine lustige Art, seine immer fröhliche Art, die Dinge immer leicht zu nehmen. Ja, dass man auch nach einem anstrengenden Tag nie das Gefühl hat, man hat jetzt wahnsinnig viel gearbeitet und ist total erschöpft, sondern man ist einfach immer noch fröhlich am Ende des Tages und freut sich über die Dinge, die am Tag mit ihm passiert sind. Ja, was die Caro auszeichnet, wenn man mit ihr zusammenarbeitet, ist, dass sie ziemlich, ja, man kann schon beinahe sagen, aggressiv wird, wenn die Sachen nicht gut organisiert sind. Das ist natürlich für eine OP-Schwester total wichtig, weil wir brauchen in der OP ja wahnsinnig gute und auch ziemlich konsequente Strukturen, damit nie was schief geht. Und sie wird also ein bisschen stretched von der Stimmung her, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht optimal vorbereitet werden kann. Und ansonsten kann ich mich eben immer darauf verlassen, wenn sie da ist, dass die Sachen eben gut vorbereitet sind und dass sie an alles gedacht hat. Das ist für einen Chirurgen extrem wichtig, deswegen ist für uns auch OP-Personal so super wichtig. Und die Caro ist da eben sehr stringent und sehr penibel und das hilft mir sehr. Ja, ich weiß auch nicht, warum er immer so fröhlich ist mit dem Dr. Spanholz. Ich glaube, das liegt einfach an in seiner Natur. Er ist einfach ein total fröhlicher Mensch, der immer alles positiv versucht zu sehen. Und das überträgt sich einfach auf seine ganzen Kollegen, Mitmenschen. Und das ist einfach schön. Ja, was die Caro persönlich auszeichnet, ist also charakterlich Weltverbesserung. Ich habe Caro mit zitternder Unterlippe und nahezu weinend erlebt, wenn wir über die Verschmutzung der Weltmeere reden. Sie ist wirklich ein heilloser Optimist und kann schon beinahe verzweifelt werden, wenn sie merkt, dass sie schlimme Dinge auf der Welt ja nicht zu ändern in der Lage ist. Und sie sagt dann immer, wenn ich darüber diskutiere und sage, Caro, du musst dich mal ein bisschen entspannen, sagt sie immer, ich werde immer dabei bleiben, dass das so sein muss und so weiter und so fort. Das kann nicht so sein und so weiter. Und dann sage ich immer, Mann, du bist so eine Weltverbessererin. Aber es ist natürlich toll, weil es ja eine Charaktereigenschaft ist, die super gut ist, wenn man immer das Gefühl hat, auf dieser Welt geht so viel schief und sie ernährt sich natürlich, ich weiß nicht, ob vegan oder vegetarisch, auf jeden Fall irgendwie nachhaltig auf jeden Fall. Sie geht zum Obsthof, besorgt angebautes Obst aus so einer Kolchose, mache ich inzwischen auch, ist aber voll lauter Freude. Also ich lasse mich davon auch beeinflussen und auch verbessern als Mensch. Aber es ist schon so, dass sie immer eine tierische Nachhaltigkeitsdiskussion bei uns führt. Und das ist auch gut so, weil es ein wichtiges Thema ist. Was mag ich an meinem Job am liebsten? Ich mag einfach die Teamarbeit. Das finde ich einfach wunderbar. Ich mag es, dass ich mich selbst organisieren kann. Ich finde es schön, dass wir mit Patienten zusammenarbeiten, wo wir einfach auch eine gewisse Lebensqualität wieder schaffen für die Leute. Ja, das erfüllt mich. Ich finde das einfach schön, Menschen auch wieder eine positive Sache wiederzugeben, damit sie sich auch wieder wohlfühlen mit ihrem Körper und fröhlich durchs Leben gehen. Ja, wie verbringe ich gerne meine Freizeit? Was mache ich zum Abschalten? Es ist so, dass ich erstmal noch eine etwas weitere Heimreise habe, also ich fahre fast 1 Stunde, aber das mache ich gerne. Und wenn ich nach Hause komme, dann erwartet mich meine Tochter
Und da geht es eigentlich weiter. Sie ist auch immer fröhlich und sie freut sich, dass ich da bin. Und ich freue mich, dass ich sie dann wiedersehe. Und wir genießen einfach noch die Zeit zusammen meistens. Das sind meine Abende, wenn ich arbeiten gehe. Also ich mache jetzt noch nebenbei eine Weiterbildung zur Ayurveda-Therapeutin. Das ist einfach erstmal für mich, weil mich die ganze Thematik interessiert, ganzheitliche Medizin und alternative Heilmethoden, was man so machen kann. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und ja, damit beschäftige ich mich gerne noch neben meinem Job. Ja, und dann reden wir natürlich im OP auch ziemlich viel so über Familie, Beziehung, Kinder. Da ergeben sich auch manchmal Minuten, wo man einfach auch ein bisschen Zeit hat zu sprechen. Und das ist immer ganz witzig, weil im Endeffekt ja so OP-Personal von meiner Familie, von meinem Sohn, meiner Frau und auch letztendlich ich von ihrer Familie, sie hat auch eine Tochter und einen Freund und wir wissen immer relativ viel, weil wir auch viel erzählen und man weiß, was der andere macht, wie er seine Zeit verbringt und so. Also diese ganze Familie, ich kenne natürlich auch ihren Freund und ich kenne sowieso auch die Tochter, das wächst schon alles in so einer Praxis relativ eng zusammen. Ich habe den besten Job der Welt.